Im Moment ist in Deutschland nicht einmal eindeutig geklärt, ob ein Steckling rechtlich schon als Pflanze gilt. Damit ist plötzlich etwas, das früher selbstverständlich war, ein Risiko geworden. Das Sichern guter Genetiken. Es gibt allerdings eine Technik, die dieses Problem auf eine völlig andere Ebene verschiebt. Warum das so brisant ist, versteht man erst, wenn man begreift, was gute Genetik wirklich bedeutet. Für viele Homegrower beginnt alles mit Samen. Und jeder Samen ist im Grunde wie ein Lottoschein. Man kann eine solide Pflanze bekommen oder man zieht einen echten Jackpot. Eine Pflanze, die genau das liefert, was man sich vorstellt. Guter Wuchs, vernünftiger Ertrag, passender Effekt. Eine Kombination, die einfach passt. Das Problem ist, diese Kombination existiert immer nur genau in dieser einen Pflanze. Samen dieser Pflanze werden wieder variieren. Selbst bei stabilen Linien bekommt man nie exakt dasselbe Ergebnis zurück. Wer diese Eigenschaften erhalten will, muss klonen. In der Praxis heißt das, Stecklinge nehmen, meist schon früh in der Vegetationsphase, um sich die Optionen offen zu halten. Stellt sich die Pflanze später als besonders gut heraus, kann man sie erneut anbauen. Eine klassische Lösung ist die Mutterpflanze. Das funktioniert grundsätzlich und man kann sogar mehrere Sorten auf eine Mutter veredeln. Der Haken ist jedoch klar. Eine Mutterpflanze blockiert dauerhaft einen der erlaubten Pflanzenslots, also ein Drittel der maximal erlaubten Pflanzen. Dazu kommt das Risiko. Eine Mutterpflanze ist ein lebender Organismus. Sie kann erkranken, von Schädlingen befallen werden oder einfach anderweitig ausfallen. Geht sie verloren, ist die zugrunde liegende Genetik weg. Gerade jetzt verschärft sich dieses Problem zusätzlich. Stecklinge sind rechtlich unsicher, Gerichte entscheiden unterschiedlich und selbst bewurzelte Stecklinge ohne Erde werden teils bereits als Pflanzen gewertet. Was vorher selbstverständlich war, ist heute bereits ein Risiko. In der professionellen Pflanzenzucht ist dieses Risiko seit Jahrzehnten bekannt. Dort sichert man Genetiken deshalb nicht allein über Mutterpflanzen, sondern über Gewebekulturen. Eine bewährte, etablierte Methode. Und genau darum geht es hier. Zu zeigen, wie sich diese Techniken auch zu Hause umsetzen lassen. Ohne professionelles Labor und ohne überteuerte Komplettlösungen. Mit Tissue Culture lässt sich Genetik unabhängig von normalen Pflanzen erhalten. Man arbeitet nicht mehr nur mit einzelnen Müttern, sondern mit kontrollierten Gewebekulturen, die sich vervielfältigen, lagern und bei Bedarf wieder aktivieren lassen. Ein zusätzlicher Vorteil dabei ist, dass sich selbst stark geschädigte oder fast verlorene Pflanzen oft noch retten lassen, solange geeignetes Material vorhanden ist. Gerade in der aktuellen Situation entsteht damit ein echter Hebel für Homegrower. Man kann wertvolle Genetik sichern, ohne dauerhaft Pflanzenslots zu blockieren und ohne ständig das Risiko einer Mutterpflanze zu tragen. Tissue Culture löst dieses Problem, indem sie Genetik nicht als Pflanze behandelt, sondern als Kultur, als etwas, das sich archivieren, sichern und reproduzieren lässt. Zumindest solange niemand auf die Idee kommt, eine Petrischale als Blumentopf zu bezeichnen und damit schon wieder von einer eingepflanzten Pflanze spricht. Was ist Tissue Culture eigentlich praktisch betrachtet? Am einfachsten kann man es mit einem Brutkasten für Babys vergleichen. Ein Frühchen könnte in normaler Umgebung nicht überleben. Erst im Brutkasten bekommt es genau die Umgebung und den Schutz, den es braucht, um stark genug zu werden. Mit Pflanzengewebe ist es ähnlich. Winzige Pflanzenteile, ein Knoten, ein Stück Stängel, ein Meristem, würden unter normalen Bedingungen sofort austrocknen oder von Mikroorganismen überwuchert werden. In der kontrollierten Welt einer Petrischale dagegen können sie weiterleben und wachsen. Tissue Culture bedeutet also nicht, Pflanzen künstlich zu erschaffen. Es bedeutet, für existierendes Pflanzengewebe gezielt eine Umgebung zu schaffen, in der es überhaupt überleben und weiterwachsen kann. Das wird oft als Klonen bezeichnet. Mit Klonen im Sinne von Dolly dem Schaf hat das aber nichts zu tun. Hier wird kein neuer Organismus erschaffen, sondern der bestehende Organismus wächst einfach weiter, nur unter anderen Bedingungen. Damit dieses Gewebe wachsen kann, braucht es alles, was eine Pflanze sonst auch braucht. Wasser, Zucker, Mineralien, Vitamine und Spurenelemente. All das steckt im sogenannten Nährmedium. Dieses Medium ist im Grunde eine Art künstliche, perfekt kontrollierte Erde. Durch ein Geliermittel wird es fest, sodass eine geleeartige Oberfläche entsteht, auf der die Pflanzenteile liegen können, ohne einzusinken oder zu faulen. Der entscheidende Unterschied zur Erde ist, dass man das Wachstum hier gezielt steuern kann. Pflanzen reagieren auf Hormone. Das kennt jeder Grower vom Toppen. Schneidet man die Spitze ab, ändert sich der Hormonhaushalt und die Seitentriebe beginnen stark zu wachsen. Genau das machen wir in Tissue Culture ebenfalls, nur kontrollierter.
Je nachdem, welche Phytohormone im Nährmedium enthalten sind, bildet das Pflanzengewebe bevorzugt neue Triebe oder Wurzeln. Das Medium ist also nicht nur Nahrung, sondern eine Art Steuerungssystem für das Wachstum. Und da selbst in sehr kleinen Gewebeteilen der vollständige Bauplan der Pflanze gespeichert ist, kann aus einem winzigen Stück wieder eine komplette Pflanze entstehen. Auch ein Stecknadelkopf großes Stück Pflanze weiß also noch, wie man Blätter, Triebe und Wurzeln bildet. Das gleiche Prinzip wird übrigens seit Jahrzehnten auch bei Pilzen genutzt. Agar, Petrischalen, sterile Transfers. Das ist die Grundlage der modernen Pilzzucht. Mit derselben Ausrüstung könnte man zum Beispiel auch einen Speisepilz aus dem Supermarkt auf Agar übertragen und daraus eine vollständige Kultur aufbauen. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich, ob ich das auch mal aufgreifen soll. Die Petrischale oder das Glas ist in der Gewebekultur allerdings kein Ersatz für den Pflanztopf. Sie ist nur die geschützte Startumgebung. So wie ein Kind nicht sein ganzes Leben im Brutkasten bleibt, bleibt auch eine Pflanze nicht dauerhaft in der Petrischale. Sobald die Pflanze stark genug ist, kann sie bei Bedarf schrittweise wieder an normale Bedingungen gewöhnt werden. Dieser Prozess heißt Akklimatisierung. Danach kann sie zum Beispiel ganz normal in Erde oder Hydro weiterwachsen. Die Genetik bleibt dabei unverändert. Es ist also genau dieselbe Pflanze, nur aus einem anderen, kontrollierten Startpunkt heraus entstanden. Warum das fast immer schief geht. Auf den ersten Blick wirkt Tissue Culture nicht besonders kompliziert. Man legt Pflanzengewebe auf ein Nährmedium, gibt Licht, Wärme und Zeit und die Pflanze wächst. In der Praxis scheitern die meisten ersten Versuche trotzdem. Der Grund dafür ist aber nicht die Pflanze. Der eigentliche Gegner sind Mikroorganismen. Bakterien und Schimmelpilze sind überall. Sie sitzen auf jeder Oberfläche, auf der Pflanze selbst, auf Werkzeugen, auf Staubpartikeln und in der Luft. Und sie haben der Pflanze gegenüber einen entscheidenden Vorteil. Sie wachsen extrem schnell. Ein Schimmelpilz kann sich innerhalb weniger Zeit vervielfachen. Eine Pflanze braucht Tage, um sichtbar zu reagieren. Wenn beide im selben Glas landen, ist der Ausgang des Rennens praktisch immer klar. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern um einen echten Konkurrenzkampf. Alle Organismen in diesem Glas wollen dasselbe: Nährstoffe und Lebensraum. Und Mikroorganismen kämpfen um diese Ressourcen mit allen Mitteln. Viele Schimmelpilze produzieren sogar Stoffe, die andere konkurrierende Organismen gezielt schädigen oder abtöten. Genau aus solchen Substanzen stammen viele Antibiotika. Im Kern ist das also eine Form von chemischer Kriegsführung auf mikroskopischer Ebene. Der Konkurrent wird zurückgedrängt oder eliminiert, um selbst einen Vorteil zu haben. Eine junge Pflanze hat dem nichts entgegenzusetzen. Deshalb reicht in der Praxis bereits ein einziges Sporenpaar oder eine einzelne Bakterie, um eine Kultur nicht nur zu behindern, sondern vollständig zu zerstören. Das ist für viele schwer nachzuvollziehen, weil man im Alltag ständig von diesen Mikroorganismen umgeben ist. In der Küche, im Badezimmer, auf der Haut, überall. Aber genau das ist der Punkt. Es geht nicht darum, in welchem Raum man arbeitet, sondern darum, in diesem Raum einen winzigen Bereich zu schaffen, der wirklich frei von konkurrierenden Organismen ist. Und genau dort passieren die meisten Fehler. Ein Glas bleibt einen Moment zu lange offen. Ein Werkzeug berührt kurz eine unsterile Oberfläche. Ein Luftzug trägt Staub in den Arbeitsbereich. Eine winzige Hautschuppe oder ein mikroskopisch kleiner Tropfen Speichel gelangt ins Glas. All das reicht aus, um Mikroorganismen in das System zu bringen. Und damit ist die Kultur praktisch verloren. Deshalb scheitern viele erste Versuche. Nicht, weil die Methode falsch ist, sondern weil sie eine saubere Arbeitsweise erfordert, die man erst lernen muss. Sterilität. Damit kommen wir zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten Methode: Sterilität. Steril bedeutet nicht sauber und auch nicht desinfiziert. Steril bedeutet die Abwesenheit von lebenden Mikroorganismen. Um zu verstehen, was das in der Praxis heißt, hilft ein sehr alltägliches Beispiel. Vermutlich jeder hat zu Hause Konservendosen. Viele davon halten Jahre oder sogar Jahrzehnte, ohne zu verderben. Öffnet man jedoch eine solche Dose und stellt sie in den Kühlschrank, beginnt der Inhalt oft schon nach wenigen Tagen zu riechen oder zu schimmeln. Warum ist das so? Man könnte annehmen, dass das an irgendwelchen Konservierungsstoffen liegt. Tatsächlich liegt der Unterschied aber woanders. In der ungeöffneten Dose befinden sich keine Mikroorganismen. Bei der Herstellung wird der Inhalt der Dose stark erhitzt. Dabei werden alle Bakterien und Schimmelsporen abgetötet. Sie wird steril. In dem Moment, in dem man die Dose öffnet, strömt normale Raumluft hinein. Und diese Luft ist niemals steril. Sie enthält immer Staubpartikel. An diesen Staubpartikeln haften Bakterien und Schimmelsporen, die genau dafür gemacht sind, sich über die Luft zu verbreiten.
Ab dem Moment, ab dem die Dose offen ist, beginnt der Countdown. Wie lange es dauert, bis sich der Inhalt sichtbar verändert, hängt von der Temperatur ab. Im Kühlschrank geht das etwas langsamer, bei Raumtemperatur schneller. Aber der Prozess ist unvermeidlich. Man könnte den Inhalt theoretisch wieder erhitzen und erneut steril verschließen. Dann würde er wieder lange halten. Daraus lassen sich zwei Dinge lernen. Erstens, Raumluft ist immer unsteril. Zweitens, Hitze ist eine der zuverlässigsten Methoden, um Mikroorganismen abzutöten. Das ist auch die Grundlage für die Sterilisation unserer Nährmedien, Gläser und Werkzeuge. Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel aber auch das zentrale Problem. Hitze tötet alles, auch lebendes Pflanzengewebe. Unsere Pflanzenteile können wir also nicht einfach miterhitzen. Dafür braucht es andere Methoden, auf die wir später noch eingehen. Nachdem wir verstanden haben, warum Sterilität so entscheidend ist, stellt sich die nächste Frage. Wie erreichen wir sie in der Praxis zuverlässig? Nicht alle Mikroorganismen lassen sich einfach abtöten. Viele Bakterien oder Sporen sind extrem hitzeresistent. Um sie sicher zu zerstören, muss das Material für eine gewisse Zeit auf mindestens 121 Grad Celsius erhitzt werden. Und zwar mit feuchter Hitze, also mit Dampf. Man könnte auf die Idee kommen, Gläser einfach in den Backofen zu stellen. Das funktioniert aber nicht zuverlässig. Trockene Hitze ist deutlich weniger effektiv, trocknet Nährmedien aus und schädigt Materialien. Wir brauchen gesättigten Wasserdampf unter Druck. Hier kommt ein physikalischer Effekt ins Spiel. Wasser kocht bei Normaldruck bei 100 Grad Celsius. Erhöht man den Druck, steigt die Siedetemperatur. Je höher der Druck, desto heißer kann der Dampf werden. Bei einem Überdruck von etwa einem Bar erreicht Wasserdampf rund 121 Grad Celsius. Genau der Bereich, den wir für sichere Sterilisation brauchen. Und hier wird es interessant. Dafür braucht man keine Laborausrüstung. Ein einfacher Druck- oder Schnellkochtopf arbeitet genau nach diesem Prinzip. Er ist im Kern nichts anderes als ein Behälter, der Wasser unter Druck erhitzt und dadurch heißeren Dampf erzeugt. Deshalb gart Essen darin schneller und deshalb eignet er sich auch zur Sterilisation. Im professionellen Bereich werden dafür Autoklaven verwendet. Ein Autoklav ist technisch gesehen nichts anderes als ein automatisierter, präziserer Druckkochtopf mit integrierter Heizung, Zeitsteuerung und oft etwas höherem Druck. Ich verwende in diesem Video einen alten medizinischen Autoklav, den ich für etwa 30 € bei Kleinanzeigen bekommen habe. Davor habe ich lange mit ganz normalen Schnellkochtöpfen gearbeitet, was ebenso einwandfrei funktioniert, solange sie den benötigten Druck erreichen. Physikalisch ist das also identisch. Der Unterschied liegt vor allem im Komfort und in der Reproduzierbarkeit, nicht in der grundsätzlichen Funktion. Wichtig ist aber bei beiden, man darf keine fest verschlossenen Gefäße sterilisieren. Die Deckel werden nur locker aufgelegt oder leicht angezogen, damit Dampf in das Glas gelangen kann und sich der Druck ausgleicht. Erst nach der Sterilisation werden die Gefäße vollständig verschlossen. Nachdem wir sterile Gläser und sterile Nährmedien haben, bleibt ein entscheidendes Problem. Die Pflanzenteile müssen in diese Gläser hinein. Dazu müssen wir sie öffnen und in dem Moment wären sie normaler Raumluft ausgesetzt. Da wir die Pflanzenteile nicht von Anfang an mitsterilisieren können, muss dieser Schritt nachträglich erfolgen. Das bedeutet, wir müssen die Gefäße öffnen, ohne dass kontaminierte Luft hineingelangt. Wir brauchen also einen Arbeitsbereich mit steriler Atmosphäre. Dafür gibt es verschiedene Methoden. In der Praxis halte ich aus eigener Erfahrung nur eine für wirklich sinnvoll: eine laminare Flowhood. Sogenannte Still-Air-Boxen funktionieren zwar grundsätzlich, aber sie kombinieren gleich zwei Risiken: ein deutlich höheres Kontaminationsrisiko und echte Brandgefahr durch Hantieren mit Alkohol und offener Flamme auf kleinem Raum. Bei einer Flowhood wird das Problem anders gelöst. Da wir nur einen sehr kleinen Arbeitsbereich brauchen, müssen wir auch nur dort sterile Luft erzeugen. Das geschieht über einen speziellen Filter, einen sogenannten HEPA-Filter. Dieser Filter hält Bakterien und Schimmelsporen zurück. Anstatt wie üblich Luft anzusaugen, wird Luft durch den Filter hindurch nach außen gedrückt. Die ausströmende Luft ist dadurch frei von Mikroorganismen. Vor dem Filter entsteht so ein Luftvorhang aus steriler Luft. In diesem Bereich können wir die Gläser öffnen und mit den Pflanzenteilen arbeiten, ohne dass kontaminierte Umgebungsluft hineingelangt. Wichtig ist dabei aber nicht nur die Feinheit des Filters, sondern auch die Art, wie die Luft ausströmt. Die Luft muss möglichst ruhig und gleichmäßig aus dem Filter kommen. Man nennt das Laminar. Verwirbelte Luft würde Staub aus der Umgebung ansaugen und somit den Schutz zerstören.
Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem einfachen HEPA-Filter, welcher beispielsweise in einem Staubsauger verwendet wird, und dem für eine echte Flowhood. Warum dieses Prinzip besser funktioniert als lediglich Oberflächendesinfektion ist einfach. Alkohol wirkt nur dort, wo man ihn aufträgt. Er kann keine Sporen aus der Luft entfernen. Ein Filter dagegen sorgt dafür, dass die Luft selbst sauber ist. Um zu überprüfen, ob diese Flowhood wirklich funktioniert, habe ich einen einfachen, aber sehr aussagekräftigen Test gemacht. Ich habe einen Nährboden angesetzt, auf dem Bakterien und Pilze besonders gut wachsen. Ein Teil der Gefäße habe ich direkt vor der Flowhood geöffnet, den anderen Teil einfach im Raum verteilt. Alle Gläser waren gleich lange offen und wurden danach wieder verschlossen. Zum Ausbrüten habe ich sie oben auf den Kühlschrank gestellt, wo warme Luft aufsteigt und damit das Wachstum beschleunigt. Mit genau diesem einfachen Test lässt sich auch sehr gut vergleichen, wie hoch die Schimmelbelastung in verschiedenen Räumen tatsächlich ist. Etwa im Wohnbereich, im Keller oder dort, wo später gearbeitet werden soll. Nach wenigen Tagen waren alle im Raum geöffneten Gläser kontaminiert. Die Gläser von vor der Flowhood dagegen blieben auch nach Wochen vollständig sauber. Damit ist nicht nur die Wirksamkeit der sterilen Luftsäule des Filters belegt, sondern gleichzeitig auch, dass die Sterilisation des Nährmediums korrekt funktioniert hat. Ich habe im Laufe der Zeit mit mehreren Flowhoods gearbeitet. Die hier gezeigte ist die kleinste und günstigste. Früher habe ich teure Markenfilter verwendet, diesmal bewusst einen günstigen No-Name-Filter für etwa 50 Euro, mit identischem Ergebnis. Der Arbeitsbereich vor einem 30 x 30 cm Filter ist allerdings sehr begrenzt. Wer häufiger damit arbeiten will, sollte einen größeren Filter wählen. Details dazu zeige ich euch im Video zum Bau der Flowhood. Mit diesem Test ist auch etwas anderes gezeigt. Eine günstige, selbstgebaute Lösung kann genauso gut funktionieren wie professionelle Geräte für mehrere tausend Euro. Ich habe diese Flowhood zusätzlich bewusst so gebaut, dass stärkere handelsübliche 125 mm Abluftlüfter verwendet werden können. Genau die Lüfter, die viele Grower ohnehin schon besitzen. Die Pflanze als Problemquelle. Nachdem wir nun einen sterilen Arbeitsbereich haben, bleibt das letzte große Problem. Die Pflanzenteile selbst sind alles andere als steril. Jede Pflanzenoberfläche ist von Natur aus mit Bakterien, Hefen und Schimmelsporen besiedelt. Das ist völlig normal, in Tissue Culture aber tödlich. Hitze kommt hier nicht in Frage. Würden wir das Pflanzengewebe auf Sterilisationstemperaturen erhitzen, wäre es genauso tot wie die Mikroorganismen. Wir brauchen also eine Methode, die die Oberfläche sterilisiert, ohne das Gewebe selbst zu zerstören. Dafür kommen chemische Bäder zum Einsatz. Die Pflanzenteile werden nacheinander durch verschiedene Lösungen geführt, die jeweils auf unterschiedliche Mikroorganismen wirken. Einige töten Bakterien, andere Pilze oder Sporen. Jedes Bad hat dabei eine definierte Einwirkzeit. Nach der Behandlung sind die äußeren Oberflächen der Pflanzenteile steril. Das innere Gewebe bleibt dabei lebendig. Ab diesem Punkt darf nichts mehr mit bloßen Händen berührt werden. Alles, was mit dem Pflanzengewebe in Kontakt kommt, muss steril sein. Sonst war die gesamte Arbeit umsonst. Die Pflanzenteile werden also ausschließlich mit sterilen Werkzeugen wie Pinzetten und Skalpellen gehandhabt. Werkzeuge lassen sich währenddessen sehr zuverlässig mit Hitze sterilisieren. Berührt eine Pinzette oder ein Skalpell auch nur kurz eine unsterile Oberfläche, gilt es sofort wieder als kontaminiert und muss neu sterilisiert werden. Zum Beispiel mit einem kleinen Gasbrenner. Alles, was wir bis hierher besprochen haben, Sterilität, Werkzeuge, Chemie und Biologie, sind Voraussetzungen dafür, dass Tissue Culture überhaupt funktionieren kann. Jetzt schauen wir uns an, wie diese Bausteine in der Praxis zu einem durchgehenden Ablauf zusammenkommen. Nachdem wir nun wissen, welche Bedingungen nötig sind, schauen wir uns an, wie der gesamte Prozess in der Praxis abläuft. Nicht als Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern als Überblick über das System. Am Anfang stehen immer sterile Gefäße mit Nährmedium. Diese Gläser enthalten bereits alles, was die Pflanze später zum Wachsen braucht und können lange auf Vorrat gelagert werden. In der Praxis bereitet man deshalb am besten mehr Gläser vor, als man gerade benötigt. Wenn das Pflanzenmaterial benötigt wird, werden geeignete Stücke von einer gesunden Pflanze im Wachstum entnommen. Für die Vermehrung eignen sich junge, noch weiche Triebe mit einer Nodie. Diese Pflanzenteile sind zunächst unsteril und werden deshalb durch Waschen in Bädern Oberflächen sterilisiert. Dabei werden Mikroorganismen entfernt, während das innere Gewebe lebendig bleibt. Unter der Flowhood werden die vorbereiteten Pflanzenteile anschließend in die sterilen Gläser eingesetzt und sofort verschlossen.
Ab diesem Moment ist jede Kultur ein in sich geschlossenes, steriles System. Die Gläser werden danach unter Licht bei stabiler Temperatur gelagert. Hier beginnt das eigentliche Wachstum. In den folgenden Tagen zeigt sich, ob eine Kultur erfolgreich ist. Saubere Kulturen bleiben klar und bilden frisches, grünes Gewebe. Kontaminierte Kulturen trüben sich oder zeigen Beläge und werden aussortiert. Gesunde Kulturen können später in neue Gläser umgesetzt werden. Dabei kann entweder frisches Medium verwendet werden oder ein Medium mit anderer Zusammensetzung, um das Wachstum gezielt zu steuern. So entstehen aus wenigen Ausgangsteilen viele genetische identische Kulturen. Ab diesem Punkt sind die Gläser nicht mehr einfach Pflanzen. Sie sind genetische Datensätze, die sich lagern, vervielfältigen und bei Bedarf wieder aktivieren lassen. Um Platz zu sparen, können dafür auch kleine Kulturgefäße wie Zentrifugenröhrchen verwendet werden, was besonders bei größeren Archiven sinnvoll ist. Kommen wir kurz zu den bisherigen Ergebnissen. Eigentlich wollte ich das erst in späteren Videos zeigen, habe mich dann aber spontan umentschieden. Alle Gläser sind kontaminationsfrei geblieben und alle Pflanzenteile sind auf dem Nährmedium angewachsen. Das zeigt, dass die Grundlagen funktionieren. Sterilität, Medium und Handling haben gepasst. Wie man sieht, sind diese Kulturen allerdings inzwischen abgestorben. Die Hauptursache liegt in der Lagerung. Die Kulturen befanden sich sehr lange in vollständig geschlossenen, nicht belüfteten Gefäßen. Darin verändert sich die Atmosphäre über die Zeit. Die Luft wird verbraucht, andere Gase reichern sich an und irgendwann reichen die Bedingungen nicht mehr aus, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. Durch rechtzeitiges Umsetzen in frisches Medium hätte sich das einfach verhindern lassen. Mit belüfteten, aber weiterhin sterilen Gefäßen lässt sich dieser Punkt zudem deutlich hinauszögern. Mit solchen Lösungen experimentiere ich aktuell bereits, wie im Video teilweise schon zu sehen ist. Was mich dabei besonders interessiert, ist eine möglichst stabile Langzeitlagerung mit geringem Wartungsaufwand, also ohne ständig eingreifen zu müssen. Auch wenn das Ergebnis so nicht besonders schön aussieht, zeigt es klar, dass die Methode grundsätzlich funktioniert. Für eine stabile Langzeitlagerung gibt es allerdings noch einige Punkte zu optimieren. Wie man gesehen hat, braucht es dafür kein teures Profilabor. Mit einer selbstgebauten Flowhood, einem Schnellkochtopf und etwas Grundausstattung lässt sich zu Hause am Küchentisch genau das machen, was professionelle Betriebe seit Jahren tun. Nur in kleinerem Maßstab und mit mehr Handarbeit. Das betrifft nicht nur einfaches Klonen. Selbst anspruchsvollere Anwendungen, wie das Arbeiten mit Meristemen zur Entfernung von Viren, zum Beispiel dem Tabak-Mosaik-Virus, sind auf dieser Basis prinzipiell möglich. Das ist jedoch kein triviales Verfahren und erfordert noch weitere Entwicklung. Aber auch in professionellen Laboren wird dabei letztlich nur mit Wasser gekocht. Der entscheidende Punkt ist, der Zugang zu Gewebekulturen ist heute nicht mehr an teure Speziallabore gebunden. Und durch die Legalisierung ist auch eine weitere Hürde, die es früher gab, weggefallen. Was noch fehlt, sind ausgereifte, praxistaugliche Abläufe für den Heimbereich. In der professionellen Pflanzenzucht gibt es bereits seit langem Studien, Protokolle und etablierte Methoden, auf die man zurückgreifen kann. Ein Teil davon lässt sich auf den Heimbereich übertragen, jedoch nicht alles. Im Bereich der Zier- und Nutzpflanzen ist das für Hobbyanwender bereits deutlich besser erforscht. Für unsere Pflanze gilt das so noch nicht. Hier muss vieles erst noch erarbeitet werden. Was mich dabei optimistisch stimmt, seit etwa einem Jahr, also seit die hier gezeigten Aufnahmen entstanden sind, ist im deutschsprachigen Raum bereits spürbar mehr private Forschung und Erfahrung zu diesem Thema dazugekommen. Es wird experimentiert, verglichen und dokumentiert. Genau das, was es braucht. Und genau hier liegt meiner Meinung nach auch eine Aufgabe für die Grower-Community. Diese Methoden gemeinsam weiterzuentwickeln und daraus praxistaugliche Vorgehensweisen für den Heimbereich abzuleiten. Zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick auf diese Serie. Was wir hier begonnen haben, ist kein einzelnes Experiment, sondern der Aufbau eines funktionierenden Systems. Als nächstes folgt der Bau der Flowhood. Sie ist das zentrale Werkzeug, ohne dass all das hier nicht möglich wäre. Danach geht es um die Nährböden, wie sie zusammengesetzt werden, wie man sie sterilisiert und wie man damit Wachstum gezielt steuert. In diesen Teilen werdet ihr auch bereits angewachsene Kulturen sehen, also echte Ergebnisse aus der laufenden Arbeit. Da dieser Prozess Zeit braucht, allein schon durch die notwendigen Wachstums- und Kontrollphasen, entwickelt sich diese Serie über einen längeren Zeitraum. Die Kulturen laufen dabei im Hintergrund permanent weiter. Zwischendurch wird es aber auch andere Themen geben. Ich arbeite lieber parallel an mehreren Projekten, als monatelang nur ein einziges voranzutreiben. Bis zum nächsten Mal.